Ja, Andreas Wolf. Ich bin im Rechenzentrum hier, Abteilungsleiter Infrastruktur nennt sich das. Und einer der Aufgaben, die wir da in der Abteilung haben, ist halt Betrieb der Seminarräume und Hörsäle. Das läuft bei uns immer unter dem Stichwort Hörsaaltechnik, ja, also sprich Ausstattung, Präsentations- und Medientechnik. So unter dem Begriff läuft das bei uns, ja. Auch das Gebäude, um was es hier konkret geht, das ist unser zentrales Lehrraumgebäude, das ist der Humboldt-Bau. Der aus 2 Hörsälen, unserem Audimax, dem größten, mit 600 Plätzen und einem kleineren Hörsaal mit 300 besteht und dann eben 12 Seminarräume, die ja, im Wesentlichen werden es schon so zwischen 30 und 40 Sitzplätze jeweils bedienen. Ja. Das große Thema war ja mit Beginn der Pandemie, dass wir ja alle in dem ersten Lockdown vor der Herausforderung standen, dass wir von der Präsenzlehre quasi in eine Online-Lehre umschalten mussten. Und das war natürlich insbesondere für unsere Lehrenden eine riesen Herausforderung. Das ging ja los, wir mussten ein Videokonferenzsystem einführen, was erstmal überhaupt in der Lage war, sage ich mal, Leute extern irgendwie in eine Lehrveranstaltung reinzukriegen. Das war der erste Step, der im Winter, Frühjahr 2020, also quasi mit dem ersten Lockdown, ja, vor allen Hochschulen gestanden hat. So. Und das war ein Riesenaufwand an Arbeit für die Umstellung didaktisch auch der Lehre. Das war, glaube ich, das ganz große Thema. Dann kam natürlich im Nachgang auch die Frage an uns, an die Technik, wie kann man das gegebenenfalls dann auch unterstützen, ja, auch in den Räumen, die wir hier haben. Ganz viel wurde natürlich auch aus den Arbeitsplätzen herausgemacht, weil plötzlich ja erstmal gar keiner hier präsent sein durfte. Ja. Dann kam ja die zweite Stufe, dass wieder Teile hier in Präsenz stattfinden konnten. So, und dann war der erste Step, dass gesagt wurde, okay, wir brauchen erstmal unsere Hörsäle, die wir hybridfähig machen müssen. Sprich, ein paar Leute sind in Präsenz und der Rest kann eben auch online irgendwo in dieser Welt sitzen und teilnehmen. Es ist ja nicht so, dass wir nur deutsche Studierende haben. Wir haben auch einen relativ hohen Anteil an ausländischen Studierenden. Und das haben wir dann quasi 2020 realisiert, dass wir wesentlich unsere großen Hörsäle dort hybridfähig gemacht haben. Und im Nachgang als Ergebnis dieser ersten 2 Semester, die wir dann hatten, kam dann auch die Forderung, okay, wenn wir jetzt schon Vorlesungen hybrid machen können, dann brauchen wir jetzt eigentlich auch noch ein paar Seminarräume, die auch diese Möglichkeit bieten, dass ich eben genau in diesen kleinen Arbeitsgruppen, wo ich also mehr die Interaktion zwischen Lehrenden und Studierenden habe, dass wir dort auch Räume brauchen, die das technisch ermöglichen. Ja. Also erstmal haben wir sowieso den Anspruch oder müssen den Anspruch haben, dass wir die Bedienbarkeit der technischen Anlagen in den Hörsälen so einfach wie möglich gestalten, weil wir sind hier für die gesamte Uni nur mit 2 Technikern unterwegs. Das heißt also, wir wären gar nicht in der Lage, das abzudecken, dass wir da die Dozenten jeden persönlich an die Hand nehmen können. Das ist also ein Anspruch, was wir an jedes System, was wir hier installieren, haben. Und das müssen wir da auch so konsequent umsetzen, sodass man sich auch als Dozent immer wiederfindet. Wir legen da auch großen Wert auf eine sehr einheitliche Bedienoberfläche innerhalb der Anlagen, ja, so dass man also dort nicht immer wieder neu lernen muss. Ja. Also, mein Name ist Dirk Gerloff, ich bin Teamleiter für multimediales Arbeiten und Lernen, tätig als Projekt- und Vertriebsingenieur. Die VST in Saalfeld ist ein Systemhaus mit 40 Mitarbeitern. Wir sitzen in Thüringen im grünen Herz Deutschlands und betreuen so im Thüringer Raum die Universitäten, über die Landesgrenzen hinaus auch ein bisschen Projekte und wir haben noch einen Bereich Museumstechnik, wo wir auch deutschlandweit unterwegs sind. Bei diesem Projekt sprechen wir über 10 Seminarräume, alle so in der Größenordnung 30 bis 40 Personen, die darin sitzen können. Also die Ausgangslage ist, hier an der TU Ilmenau haben wir schon sehr viele Projekte umgesetzt mit den Verantwortlichen hier vor Ort. Und wir standen natürlich 2019, 2020 wie viele andere Systemhäuser und Integratoren auch vor der großen Herausforderung, die Räumlichkeiten, die bestehenden, dann zu hybridisieren. Das heißt, mit Kameratechnik auszustatten, um auch wirklich die hybride Lehre möglich zu machen, die ja plötzlich ein ganz großes Thema wurde, weil die Studenten nicht mehr in die Hörsäle konnten oder in die Seminarräume. Und da war es wirklich eine große Aufgabe, die wir bewältigen mussten, da passende Systeme zu finden, die diese Art von Lehre dann auch wirklich gewährleisten konnten. Und es war ziemlich schwierig am Anfang, weil die bestehende Technik ließ sich zwar um Kameratechnik ergänzen, aber
Eine Vernetzung war damit eben noch nicht gegeben und da mussten wir uns völlig neu aufstellen und haben mit QSC da dann einen Partner gefunden, der das wirklich alles gewährleisten konnte. Es ging hauptsächlich darum, 10 Seminarräume komplett so miteinander zu vernetzen, dass man die Möglichkeit hat, mit einem Dozenten in einem Seminarraum das Bild in die anderen zu übertragen und aber auch über Deckenmikrofone dann wiederum die Stimmen, Anfragen aus anderen Seminarräumen zurück in den des Vortragenden zu bringen, sodass wirklich alle das Gefühl haben, sie sitzen in einem Raum und können miteinander kommunizieren. Natürlich hatte das viele Tests im Vorfeld zur Bedingung, ne, die da durchgeführt wurden. Aber ich sage mal, dadurch, dass wir mit der TU Ilmenau schon sehr viele Projekte umgesetzt haben und in den Hörsälen immer darauf geachtet haben, dass die Bedienung sehr einheitlich ist und sehr einfach für den letztendlich, der davon steht und eigentlich Wissen vermitteln soll und nicht sich um die Technik kümmern, wurde auch dieses Konzept auf das QSC-Steuerungssystem übertragen, sodass die Professoren da eigentlich nicht wirklich viel umlernen mussten, sondern wirklich den Raum betreten konnten und so, wie sie es gewohnt waren, die Anlage in Betrieb nehmen konnten, ihren Laptop anstecken konnten, das Bild präsentieren. Neu hinzugekommen ist dann halt wirklich diese Kamera und auch das wurde meines Erachtens eigentlich sehr gut und sehr einfach umgesetzt, also intuitiv bedienbar. Also der größte Hauptaugenmerk, den legen wir immer darauf, dass die Anlage so simpel, so einfach wie möglich zu bedienen ist. Das heißt, Professor oder der vortragende Seminarleiter kommt in den Raum rein, hat seinen eigenen Laptop dabei, kann sich über den USB anstecken und hat dann die Möglichkeit, natürlich sein eigenes Bild auf dem interaktiven Display wiederzugeben, mittels einem Tastendruck, was das ermöglicht. Er hat weiterhin die Möglichkeit, ein Kamerasignal auszuwählen, eine bestimmte Position, zum Beispiel er sitzt jetzt nur am Rednerpult oder er bewegt sich eben am interaktiven Display oder auch eine totale. Und das zu übertragen in andere Seminarräume und zusätzlich aber auch, und das war ja ganz wichtig, Hybrid sagt es ja, dass ich auch Leute von draußen mit reinnehmen kann, also eine Videokonferenz zu starten und auch da die Studenten mit teilhaben zu lassen an der Vorlesung.